Im Studio, also heute Abend die Filmemacher Daniel Huet und Jean-Marie Straub. Überraschend hinzugekommen Harun Farocki, auch Filmemacher, der wahrscheinlich im Moment in diesem Haus arbeitet. Und als Gesprächspartner Leo Kreuzer, Literaturwissenschaftler aus Hannover. Daniel Huet und Jean-Marie Straub haben inzwischen seit 1962 10 Filme gemacht. 9 davon sind im Fernsehen auch bei uns schon gelaufen, manche sogar mehrere Male. Den letzten, einen Kurzfilm, werden wir heute Abend sehen. Ich glaube, ich sollte noch einige Filme in Erinnerung bringen, nicht zuletzt deswegen, weil sie alle eine literarische Vorlage hatten und das auch etwas zu tun haben wird mit dem Film, den wir uns heute Abend ansehen. Machorca-Muff und Nicht versöhnt beruhen auf einem Text oder auf 2 Texten von Heinrich Böll. Es hat eine fiktive Chronik der Anna Magdalena Bach gegeben, die sie gemacht haben. O-Ton ist nach dem gleichnamigen Drama von Pierre Corneille gedreht worden. Sie haben Geschichtsunterricht gemacht nach einem Cäsar-Romanfragment von Bertolt Brecht und Moses und Aaron nach Arnold Schönbergs Oper. Der 10. Film, den wir heute Abend sehen werden, ist ein Kurzfilm von 11 Minuten Länge und er heißt Jede Revolution ist ein Würfelwurf. Und er basiert auf einem Gedicht des französischen Dichters Stéphane Mallarmé, der 1901 gestorben ist, also noch Zeitgenosse der Pariser Kommune war, was eine Rolle spielen wird. Wir werden diesen Film zweimal heute Abend sehen. Das heißt, wenn wir ihn uns angesehen haben, haben wir Gelegenheit, vielleicht so darüber zu sprechen, dass er Ihnen beim zweiten Mal um einiges verständlicher sein wird. Es kann sein, Straubs Filme werden sehr geliebt von einen, von anderen werden sie als unfilmisch angesehen. Vielleicht werden wir es schaffen, heute Abend Ihnen diesen Film und Straubs Arbeiten überhaupt etwas näher zu bringen. Wir haben das Gedicht von Mallarmé hinter uns an die Wand geklebt. Vielleicht erkennen Sie, wenn Sie es einmal ansehen, schon, dass Mallarmé sehr großen Wert darauf gelegt hat, nicht in der üblichen Weise seine Zeilen zu setzen. Er hat sich selber darum bemüht, ist damals in die Druckerei gegangen und hat sie zum ersten Mal auf diese Weise gesetzt. Wir werden sicherlich hinterher sehen, was Jean-Marie Straub und Daniel Huet daraus gemacht haben, wie sich das im Film umgesetzt hat. Ich glaube, wenn wir uns die gemeinsam angesehen haben, sollten wir gleich in den Film übergehen. Un coup de dé, jamais, quand bien même lancé dans des circonstances éternelles, du fond d'un naufrage, soit que l'abîme blanchit étale furieux, sous une inclinaison plane désespérément, d'elle
La sienne, par avance retombée d'un mal à dresser le vol et couvrant les jaillissements, coupant au ras les bonds, très à l'intérieur résume l'ombre enfouie dans la profondeur par cette voile alternative, jusqu'adaptée à l'envergure, sa béante profondeur en tant que la coque d'un bâtiment penché de l'un ou l'autre bord. Le maître. Hors d'anciens calculs, où la manœuvre avec l'âge oublié surgit, inférent, jadis il empoignait la barre, de cette conflagration à ses pieds, de l'horizon unanime, que se prépare, s'agite et mêle, au point qu'il l'étreindrait, comme on menace un destin et les vents, l'unique nombre qui ne peut pas être un autre. Esprit, pour le jeter dans la tempête, en reployer la division et passer fier, hésite, cadavre par le bras écarté du secret qu'il détient, plutôt que de jouer en maniaque chenu la partie au nom des flots, un envahit le chef, coule en barbe soumise, naufrage cela direct de l'homme, sans nef, n'importe ou vaine, ancestralement à n'ouvrir pas la main, crispé par-delà l'inutile tête, lègue en la disparition à quelqu'un ambigu, l'ultérieur démon immémorial, ayant, de contrée nulle, induit le vieillard vers cette conjonction suprême avec la probabilité, celui, son ombre puérile, caressée et polie et rendue et lavée, assouplie par la vague et soustraite aux durs os perdus entre les ais, né d'un ébat, la mer par l'aïeul tentant ou l'aïeul contre la mer, une chance oiseuse. Fiançailles, dont le voile d'illusion rejaillit leur hantise, ainsi que le fantôme d'un geste, chancellera, s'affalera, folie. N'abolira. Comme si, Une insinuation simple. Au silence, enroulé avec ironie, ou le mystère, précipité, hurlé, dans quelque proche tourbillon d'hilarité et d'horreur, voltige autour du gouffre, sans le joncher, ni fuir, et en berce le vierge indice. comme si, Plume solitaire et perdue, sauf que la rencontre où le fleure une torque de minuit et immobilise au velours chiffonné par un esclaffement sombre cette blancheur rigide, dérisoire, en opposition au ciel, trop pour ne pas marquer exiguement quiconque prend sa mère de l'écueil, s'en coiffe comme de l'héroïque, irrésistible mais contenu par sa petite raison virile, en foudre, expiatoire et pubère, muet, rire, que si, la lucide et seigneuriale aigrette de vertige, au front invisible, scintille, puis ombrage, une stature mignonne ténébreuse debout, en sa torsion de sirène, le temps de souffleter par d'impatientes squames ultimes bifurquées, un roc, faux manoir, tout de suite évaporé en brume, qui imposa une borne à l'infini. c'était Issus stellaire, le nombre. Exista-t-il? Autrement qu'hallucination éparse d'agonie, Commença-t-il et cessa-t-il? sourdant que nié et clos quand apparu, enfin,
par quelque profusion répandue en rareté, se chiffra-t-il, évidence de la somme pour peu qu'une, illumina-t-il, ce serait Pire. Non. Davantage ni moins. Indifféremment mais autant. le hasard. Choix, la plume, rythmique suspens du sinistre, s'ensevelir aux écumes originelles, naguère d'où sursauta son délire jusqu'à une cime, flétrie par la neutralité identique du gouffre. Rien. De la mémorable crise, où ce fut l'événement accompli en vue de tout résultat nul, humain. N'aura eu lieu Une élévation ordinaire verse l'absence. que le lieu. Inférieur clapotis quelconque comme pour disperser l'acte vide. Abruptement qui, sinon, par son mensonge, eût fondé la perdition dans ces parages du vague, en quoi toute réalité se dissout. Excepté, À l'altitude, peut-être, aussi loin qu'un endroit fusionne avec au-delà. Or, l'intérêt, quant à lui signalé, en général, selon telle obliquité par telle déclivité, de feu. Vers, ce doit être le septentrion aussi nord, une constellation. froide d'oubli et de désuétude. Pas tant qu'elle n'énumère, sur quelque surface vacante et supérieure, le heurt successif, sidéralement, d'un conte total en formation. Veillant, doutant, roulant, brillant et méditant, avant de s'arrêter à quelque point dernier qui le sacre. Toute pensée émet un coup de dé. Herr Kreuzer, Sie hatten Gelegenheit, sich den Film vorher schon einige Male anzusehen. Was können Sie anfangen mit diesem Film? Ja, es kann natürlich überhaupt keine Rede davon sein, zu sagen, ich verstehe den Film im Sinne von, ich weiß, was gemeint ist, ich erfasse seine Bedeutung, ich erfasse über den Film die Meinung des Autors Mallarmé, die Bedeutung des Textes. Ich meine, dass der Film, dass wir vielleicht von der Frage ausgehen sollten, was macht der Film? Und der Film macht, so weit verstehe ich den Vorgang, auf der Textebene, dass er dem Text von Mallarmé einen einzigen Satz hinzufügt, der nicht von Mallarmé ist. Ein Satz von Jules Michelet, einem Historiker der Französischen Revolution. Nicht nur, aber... Nicht nur, aber so ist er, also, ja. Sein größtes Werk ist... Ja. Also den Satz, jede Revolution ist ein Würfelwurf. Der Film macht
dass er den Text von Mallarmé, der vom Würfelwurf, vom Zufall handelt, in eine Konstellation bringt mit diesem Satz von Michelet und dass er damit enthüllt die verborgene Thematik des Mallarmé-Textes, nämlich dass dieser Mallarmé-Text von der Revolution oder nicht von der Revolution handelt, sondern dass dieser Text von Mallarmé vielleicht oder wahrscheinlich Mallarmé selber unbewusst, dass dieser Text von Mallarmé vom Würfelwurf, also von der Revolution handelt. Das macht der Film und damit macht er zunächst mal, also meine ich, eröffnet er einen Zugang zu diesem Text von Mallarmé. Ist das so gewesen, Herr Straub? Haben Sie den Text von Mallarmé in diesem Zusammenhang kennengelernt oder sehen Sie in diesem Zusammenhang? Nein, es ist ein Text, mit dem ich gekämpft habe, der mich interessiert hat seit, sagen wir, dem Gymnasium, mit dem ich am Anfang nicht viel anfangen konnte und der mich immer wieder beschäftigt hat. Und es war für mich eine Herausforderung. Und dann habe ich den Text, ich habe nie gedacht, daran einen Film daraus zu machen. Bis ich dann, nachdem die Franzosen mich amnestiert hatten, nach 10 Jahren, dann nach Paris zum ersten Mal wieder fahren durfte und dann in eine bestimmte Ecke eines der größten Friedhöfe in Frankreich hinging. Und in dieser Ecke, wo sie die Leute haben sitzen sehen, da auf diesem Grashügelchen, das ist die Ecke des französischen Friedhofs, was man Le Père Lachaise nennt, von dem Namen des Beichtvaters des großen König Ludwig XIV., der ein Jesuit war. Ne? Und die haben dann später aus diesem Garten einen Friedhof gemacht, jetzt ein historischer Friedhof, wo man auch kaum begräbt. Ne? Und in dieser Ecke wurden unter dieser Erde sind da ist ein Massengrab und da sind viele Kommunarden begraben. Und da in diesem Friedhof und auch in dieser Ecke wurden die letzten verdrängt und niedergemetzelt. Entschuldigung, das weiß man aber nicht, wenn man den Film beginnt zu sehen. Und das muss man auch nicht unbedingt wissen. Ich glaube, es ist besser, man weiß es nicht. Man sieht zunächst einen Baum und man sieht etwas, was um den Baum hochklettert. Und dann sieht man über eine kleine Mauer, die man später entdecken wird, ein Stück weißes Himmel, und dann sieht man ein Haus und dann sieht man eine Gedenktafel, die man nicht unbedingt lesen braucht. Und dann die Erde und dann die Leute, die im Halbkreis auf diesem Gras sitzen. Ich glaube, es ist gut, dass man sich allmählich fragt, was ist denn das für ein Ort? Oder eine Stadt, wie Mallarmé sagt. Nichts wird stattgefunden haben als die Stadt mit 2 T. Ich glaube, darin besteht das Spiel des Films. Sie haben den Text mit diesem Ort zusammengebracht, in der Erwartung, dass der Ort in diesem Film etwas hinzugewinnt und dass das Gedicht sich verändert oder etwas hinzugewinnt? Ja, weil als ich dann zu diesem Ort hinging, wie ich anfing zu erzählen, mir das Gedicht von Mallarmé wieder einfiel, womit ich mich seit einiger Zeit nicht beschäftigt habe. Und Sie sehen eine bestimmte Beziehung. Die haben Sie gefunden. Im Nachhinein, als Sie an diesem Ort gewesen sind, haben Sie gefunden zwischen diesem Ort... Nein, ich habe sie herausgefordert, diese Beziehung. Ah, ja. Das ist eine Wette, darin besteht der Film. Eine Wette? Ja. Wir haben gewettet, dass es eine Beziehung geben sollte. Dass Mallarmé ein Mensch ist, der vielleicht ein ganzes Leben lang, jedenfalls in seinem Werk, die Politik verdrängt hatte,
Mallarmé, der Lehrer in einem Gymnasium war, auf einem Boulevard in Paris, wo die letzte Barrikade der Kommunade, bevor sie flüchten konnten in diesen Friedhof, wo die letzten dann niedergemetzelt wurden, die letzte Barrikade da noch Widerstand leisten konnten, die Leute dahinter. Mallarmé ist da gestorben und hat da gelebt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Und hat da in diesem Gymnasium doziert. Und ich glaube, er kann das gar nicht verdrängt haben, was da passiert ist damals. Ne? 30 Jahre früher oder sagen wir, wie viel sind es? 26 Jahre früher. Er starb 1901. Das Gedicht hat er schon gedruckt und publiziert in einer Zeitschrift 1897. Und die Kommunarden wurden niedergemetzelt 1871. Da wurden 30.000 Leute umgebracht. Das war der erste Vorgang, sagen wir, in der modernen Zeit. Der zweite war dann das Niedermetzeln. Das war das Werk von Monsieur Thiers. Monsieur Thiers war ein Freund von Herrn Bismarck. Und da wurden 30.000 Franzosen niedergemetzelt. Und etwas später wurden 60.000 Leute niedergemetzelt. Und das war das Werk dann des Sozialdemokraten Noschke. Ne? Also das ist nur... Ja, also... Und dann ging es weiter natürlich. Also vielleicht kommen wir dann nochmal auf diese Beziehung zwischen diesem Text von Mallarmé und dem Film. Und ich möchte doch also jetzt von mir sagen, dass dieser Film mir ermöglicht hat, zu erkennen, dass in der Tat, wie Ihre Wette lautet, Mallarmé die Politik zwar verdrängt hat, aber dass er sie nicht aus seinen Arbeiten heraushalten konnte, dass er sozusagen hinter seinem eigenen Rücken doch von ihr gesprochen hat, nämlich vom Würfelwurf, vom Zufall. Der Zufall, der ja eigentlich so das beunruhigende Prinzip für die Aufklärung ist, für die bürgerliche Aufklärung, für die bürgerliche Gesellschaft oder sagen wir für den Kapitalismus. Der Zufall, der etwas eröffnet, der Möglichkeiten eröffnet, aber auch bedroht. Der Würfelwurf als das, was als die Aktion, deren Verlauf ungewiss ist, deren Ziel nicht vorauszusehen ist, das Beängstigende für eine Gesellschaft, die das Unvorhergesehene dann doch wieder nicht ernsthaft will. Also der Zufall tatsächlich als die Revolution, als das Offene, also die Revolution ja nicht der Sturm auf die Bastille, nicht der Sturm auf das Winterpalais, auch nicht die Besetzung des Berliner Marsstalls durch Kieler Matrosen, sondern der Zufall sondern die Revolution ist der Würfelwurf. Jeder Gedanke ist ein Würfelwurf, endet das Gedicht mit dieser Pointe. Sendet einen Würfelwurf. Michelet schrieb, jede Revolution ist ein Würfelwurf und Mallarmé schrieb, jeder Gedanke sendet einen Würfelwurf. Dann heißt aber auch, jedes Gedicht, jeder Film sendet einen Würfelwurf und dann ist die Revolution überall da, wo Würfelwürfe gesendet werden, wo sie möglich werden und wo diese Möglichkeit ergriffen wird. Etwas, was ja die bürgerliche Gesellschaft nicht so gerne, also womit sie ja Probleme gehabt hat. Also das Gedicht von Mallarmé, möglicherweise, oder ich möchte nochmal sagen, sicherlich ohne sein bewusstes Wissen, thematisiert diese Problematik, dass die bürgerliche Gesellschaft nie wirklich die Revolution gewollt hat,
sondern die Revolution vielleicht allenfalls als Korrektur der Verhältnisse zu ihren Gunsten, aber nicht als die völlige Offenheit. Also hier der Traum von einem Wurf, von einer Zahl, l'unique nombre qui ne peut pas être un autre, also eine Zahl, die nicht, ja, wie haben Sie es übersetzt, die nicht eine andere sein kann. Also das Stillgestellte, das Ende des Zufalls, das Ende der Revolution. Kommen diese Gedanken wirklich Ihren nahe, ja? Ich glaube schon. Was meinst du? Sag mal was dazu. Nee, ich möchte lieber zuhören. Ja? Das ist das, was Sie... Ja, ich meine, sag mal was. Also trotzdem, daraus sollte man nicht meinen, dass die bürgerliche Gesellschaft, wie Sie sagen, dass die den Sturm auf dem Winterpalast gern hat. Also, dass die das zulassen würde, damit ein Würfelwurf nicht zulassen würde. Außerdem bin ich auch nicht mit einem Punkt einverstanden, dass man sagt, jeder Intellektuelle, der etwas von sich gibt, sei es ein Gedicht und so, der macht eine Revolution. Ich meine, das haben Sie nicht so gesagt, aber ich möchte nicht, dass es auch so verstanden wird. Der Text von Mallarmé erzählt verschiedene Geschichten. Ne? Und auf verschiedenen Ebenen. Und er lässt immer alle Bedeutungen, jeden Sinn, ich sage nicht Sinne, weil auf Deutsch die Sinne, das kann dann missverstanden werden. Er lässt jeden Sinn offen und immer wieder, wenn eine Geschichte aufhört, fängt eine andere an. Dann wird der Faden der vorigen Geschichte wieder aufgenommen. Und ich glaube, die Hauptgeschichte, die er da drin erzählt, obwohl es keine Hauptgeschichte als Hauptgeschichte gibt, ist die Nachfolge. Die Nachfolge, das ist eben, das hat doch irgendwie, das ist ein bestimmtes Thema, wie man auf Deutsch sagt, obwohl ich das Wort Thema nicht mag und obwohl es auch kein Thema im strengen Sinne in diesem Gedicht gibt. Die Hauptgeschichte ist die Nachfolge des Greisen. Und der Greis, das ist eben Gottvater hier. Und darüber hinaus kann man auch, der Greis ist auch Monsieur Thiers, und Monsieur Thiers ist eben der Verantwortliche für das Niedermetzeln der Kommunarden. Und die Nachfolge und was uns da interessiert hat, ist, dass eben irgendwann eine Nachfolge zu Gott gefunden werden soll. Ne? Und ich glaube, das ist das Hauptthema. Und darüber hinaus ist der Film eine Erklärung an Paris, aber an ein bestimmtes Paris. Das Paris, das man über diese kleine niedrige Mauer hinaus da sehen kann. Und das ist eben das Paris der Leute, die damals hingerichtet worden sind und erschossen und niedergemetzelt. Das ist auch der Grund, wofür nach jetzt ein paar Generationen bestimmte Leute in Paris fehlen. Ne? Ich meine Handwerker und so weiter. Das sind die Leute, die niedergemetzelt wurden. Und so ist das Thema der Nachfolge zu Gott im Zusammenhang mit dessen, was unterdrückt wurde. Ne? Da war eine Nachfolge eine Zeit lang möglich. Und diese Figur von Monsieur Thiers, was auch als die Figur des großen Greisen mit dem langen Bart, als im Wasserzeichen irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich mich da irgendwie... Ja, dazu, dass die Stadt Paris hat in ihrer Wappen, das ist ein Schiff. Ja, das ist auch die Geschichte, die Mallarmé erzählt. Das ist einfach die Geschichte eines Schiffbruchs. Ne? Und das hat mit der Stadt Paris ganz bestimmt bewusst zu tun. Ne? Er kann nicht übersehen haben oder ganz und gar vergessen haben oder unterdrückt haben, dass die Stadt Paris
dargestellt wird seit dem Mittelalter als ein Segelschiff. Nun haben Sie ja nicht einfach den Text zitieren oder rezitieren lassen auf dieser Wiese, worüber wir schon gesprochen haben, sondern Sie sind ja auf eine ganz bestimmte Weise rangegangen. Sie haben eine Reihe von Leute dort sich hinsetzen lassen und haben den Text verteilt. Was hat Sie eigentlich dabei geleitet? Wie haben Sie versucht, Mallarmé und seine Art, diesen Text zu setzen, im Film umzusetzen? Ja, ich glaube, es ist ganz einfach. Mallarmé hat immer von Theater geträumt. Ne? Und das Theater, das sagen wir in unserer beschränkten Kultur, das fängt bei den Griechen an mit dem Halbkreis. Ne? Und dann haben wir uns entschlossen, die Leute im Halbkreis da sitzen zu lassen. Und wie wir die Leute da ausgesucht haben, das hat mit den verschiedenen Schrifttypen, die Mallarmé selbst beim Setzer. Es hat noch einen anderen Grund, ist, dass die meisten Kommunarden, viele der Kommunarden waren Typografen, das heißt Setzer. Und viele, ein hoher Prozentsatz. Und Mallarmé, der gerne mit Typografen sprach und gerne mit Typografen, mit Setzern, Druckern arbeitete, kann auch da die Unterdrückung, das Niedermetzeln der Kommune, der französischen Kommune nicht einfach übersehen haben. Ne? Also es sind verschiedene Größen. Hier ist der erste Mann im Zentrum, der ist so groß und das ist Großbuchstaben gerade. Dann kommt einer, der so groß ist. Ne? Hier ist die Frauen sind kleinen Buchstaben, ne? Und hier ist ein anderer Mann. Die zweite Schrift der zweiten Frau, die erscheint, ist hier. Die ist genauso groß wie die erste, nur ist sie kursiv. Und dann erscheint die dritte Frau, die ist wiederum kursiv, aber kleiner. Und dann erscheint die erste Frau wieder, gerade, und dann wieder die zweite, die kursiv ist etwas genauso groß, und die ist hier genauso groß, die dritte Frau ist genauso groß wie die vierte Frau, ist die Schrift genauso groß wie die dritte, nur ist sie nicht mehr kursiv, sondern gerade. Und genauso mit den Männern, es gibt 5 Männer, das ist wieder der erste. Das ist einer dazwischen und jede Person, jeder Körper, der da erscheint, ist eine Schrift, eine bestimmte Schrift. Im Buch ist es ja nun so, dass man das alles gleichzeitig sehen kann, nicht auf einen Blick die verschiedenen Unterschiede der Schriften. Im Film sehen wir immer nur eine Person nach der anderen und einmal ganz kurz die Totaleinstellung, aber wirklich so kurz, dass man sie eigentlich gar nicht wirklich sehen oder betrachten können soll. Ja, weil der Film mehr wie Musik arbeitet, das heißt nicht mehr in der Gleichzeitigkeit, sondern in der Sukzession. Das war auch ein Problem beim Textlernen, dass man etwas, was mit Raum zu tun hat, das heißt die weißen Räume, die man dann hat, irgendwie in Zeit verändern muss. Ja, wir sollten vielleicht dann auch noch ein bisschen auf diese Schreibweise eingehen. Das ist ein Gedicht, das 80 Jahre alt ist, aber und eine Schreibweise produziert hat, die zwar mittlerweile auch eine Nachfolge gefunden hat, aber nach wie vor ja nicht als breit rezipierbar erscheint, als unverständlich erscheint, als willkürlich, als arrogant, als elitär. Und ich glaube, wir sollten doch sagen, dass diese Schreibweise eben nicht rein mutwillig ist, nicht die Erfindung eines Poeten, der sich interessant machen will, sondern dass Mallarmé mit dieser Schreibweise ja auf bestimmte Schwierigkeiten, auf bestimmte Unmöglichkeiten reagiert hat.
Das ist ein Schreiber, der einfach bis ins Konkrete hinausgeht. Das heißt, dass er gern selbst bestimmte, wie seine Texte gesetzt wurden und wie verteilt und wie geschrieben und wie groß und wie Zum Teil wie gelesen. Dann natürlich. Aber auf der anderen Seite doch eine Schreibweise, die demonstriert, dass hier nicht jemand über Sprache verfügt, dass hier nicht jemand Sprache beherrscht, sondern dass jemand Sprache organisiert, dass jemand hier sich den Zusammenhängen eines immer stärkeren Beherrschtwerdens von Sprache sich zu entziehen sucht. Und von da aus auf den Film zu kommen, also möchte ich... Ich habe den letzten Satz nicht ganz verstanden. Also ich meine, das ist ja, also der Mallarmé hat ja in einem bestimmten historischen Zusammenhang produziert. Ein Zusammenhang, in dem, wir können das ja nicht sehr differenzieren hier, wo es längst so Ansätze zu einer Massenliteratur gab, zu einer inflationären Sprache, zu Tendenzen der Politik, der Werbung, Sprache sich anzueignen, Sprache mit einer falschen Vertraulichkeit auszustatten. Einfach Inflation. Ja. Und dass hier jemand... Das heutzutage... Das, also was wir heute ja viel, also wo wir ja viel uns fragen, wie hat der Mann vor 80 Jahren also diese Tendenzen schon gespürt, die offenbar erst sehr viel später in ein allgemeineres Bewusstsein gedrungen sind. Und der also, der also Sprache schwierig macht, eben nicht mutwillig, nicht elitär, sondern wenn also hier jemand ist, der Literatur produzieren will, die noch eine Authentizität hat, die sich diesem Verfügungszusammenhang, diesem inflationären Zusammenhang zu entziehen sucht, der auf diese Weise zwangsläufig die Sprache fremd machen muss, aus dieser falschen Vertraulichkeit herauszieht. Ich weiß nicht, ob er sie fremd macht oder machen wollte. Er macht sie... Aber sie wird ja dadurch, es ist eine Fremdsprache. Nicht, weil es Französisch ist, sondern weil es ja nicht die vertraute, weil es ja nicht diese vertraute... Nur weil bei ihm jedes Wort ein Gewicht hat. Ja. Was eben immer seltener geworden ist und schon damals anfing. Ne? Und das, meine ich, arbeitet der Film heraus, ja, dass auch der Film jetzt seinerseits nicht über das Gedicht verfügt, sondern dass er das Gewicht der Worte vorzeigt, dass er das Gewicht der Worte zeigt im Film. Ja, wir hoffen das. Ne? Ich glaube nicht nur das Gewicht, sondern er würde sagen, die Sinnlichkeit der Worte, nicht durch die Phrasen verdeckt. Ne? Oder? Ja, wir müssen nämlich schon, wenn wir den Film noch mal sehen wollen, müssen wir jetzt schon mit der Diskussion langsam zu Ende kommen. Haroun, willst du noch etwas dazu sagen? Nein. Okay. Sehen wir uns dann den Film jetzt ein letztes Mal an und ich bedanke mich hier.
Un coup de dé. Jamais. Quand bien même lancé dans des circonstances éternelles, du fond d'un naufrage, Soit Que l'abîme, blanchi, étale furieux, sous une inclinaison, plane désespérément, d'elle, la sienne, par avance retombée d'un mal à dresser le vol et couvrant les jaillissements, coupant au ras les bonds, très à l'intérieur résume l'ombre enfouie dans la profondeur par cette voile alternative, jusqu'adaptée à l'envergure, sa béante profondeur en tant que la coque d'un bâtiment penché de l'un ou l'autre bord. le maître, Hors d'anciens calculs, où la manœuvre avec l'âge oublié surgit, inférent, jadis il empoignait la barre, de cette conflagration à ses pieds, de l'horizon unanime, que se prépare, s'agite et mêle, au point qu'il l'étreindrait, comme on menace un destin et les vents, l'unique nombre qui ne peut pas être un autre. Esprit, pour le jeter dans la tempête, en reployer la division et passer fier, hésite, cadavre par le bras écarté du secret qu'il détient, plutôt que de jouer en maniaque chenu la partie au nom des flots, un envahit le chef, coule en barbe soumise, naufrage cela direct de l'homme, sans nef, n'importe, ou veine, ancestralement à n'ouvrir pas la main, crispé par-delà l'inutile tête, lègue en la disparition à quelqu'un ambigu, l'ultérieur démon immémorial, ayant, de contrée nulle, induit le vieillard vers cette conjonction suprême avec la probabilité, celui, son ombre puérile, caressée et polie et rendue et lavée, assouplie par la vague et soustraite aux durs os perdus entre les ais, né d'un ébat, la mer par l'aïeul tentant ou l'aïeul contre la mer, une chance oiseuse. Fiançailles, dont le voile d'illusion rejaillit leur hantise, ainsi que le fantôme d'un geste, chancellera, s'affalera, folie. N'abolira. comme si, Une insinuation simple. Au silence, enroulé avec ironie, ou le mystère, précipité, hurlé, dans quelques proches, tourbillon d'hilarité et d'horreur, voltige autour du gouffre, sans le joncher, ni fuir, et en berce le vierge indice. comme si, Plume solitaire et perdue, sauf que la rencontre où le fleure une torque de minuit et immobilise, au velours chiffonné par un esclaffement sombre, cette blancheur rigide, dérisoire, en opposition au ciel, trop pour ne pas marquer, exiguement, quiconque prend sa mère de l'écueil, s'en coiffe comme de l'héroïque, irrésistible mais contenu par sa petite raison virile, en foudre, expiatoire et pubère, muet, rire, que si, la lucide et seigneuriale aigrette de vertige, au front invisible, scintille, puis ombrage, une stature mignonne ténébreuse debout, en sa torsion de sirène, le temps de souffleter par d'impatientes squames ultimes bifurquées, un roc, faux manoir, tout de suite évaporé en brume, qui imposa
une borne à l'infini. C'était Issus stellaire. le nombre. Exista-t-il? Autrement qu'hallucination éparse d'agonie, Commença-t-il et cessa-t-il? sourdant que nié et clos quand apparu, enfin, par quelque profusion répandue en rareté, Se chiffra-t-il? évidence de la somme pour peu qu'une, Illumina-t-il? Ce serait Pire. Non. Davantage ni moins. Indifféremment mais autant. le hasard. Choix, la plume, rythmique suspens du sinistre, s'ensevelir aux écumes originelles, naguère d'où sursauta son délire jusqu'à une cime, flétrie par la neutralité identique du gouffre. Rien. De la mémorable crise, où ce fut l'événement accompli en vue de tout résultat nul, humain. N'aura eu lieu Une élévation ordinaire verse l'absence. que le lieu. Un fait rieur clapotis quelconque comme pour disperser l'acte vide. Abruptement qui, sinon, par son mensonge, eût fondé la perdition dans ces parages du vague, en quoi toute réalité se dissout. Excepté, À l'altitude, peut-être, aussi loin qu'un endroit fusionne avec au-delà. Or, l'intérêt, quant à lui signalé, en général, selon telle obliquité par telle déclivité, de feu. Vers, ce doit être le septentrion aussi nord, une constellation. froide d'oubli et de désuétude. Pas tant qu'elle n'énumère, sur quelque surface vacante et supérieure, le heurt successif, sidéralement, d'un conte total en formation. Veillant, doutant, roulant, brillant et méditant, avant de s'arrêter à quelque point dernier qui le sacre. Toute pensée émet un coup de dé. Du hast ja noch dran. Das ist jetzt dran. Da liegen wir noch dran. Ja, ich hätte es ja nur noch dran gelassen, aber gerade deswegen sollten wir ja keine ganzen Dinge drin haben. Schon gar nicht mehr. Ja, also das Problem lag daran, dass wir das da hinten nicht gesehen haben. Ja, vor allen Dingen zu spät. Als er dann weg war, da kam dann irgendwie so ein